habe ich irgendwie so gar keine Lust, irgendwie vor der Kamera zu gehen. Ich habe so keinen Bock heute. Und dann hast du richtig Hollande Not wieder, ne? Wir könnten hier wirklich einen auf heile Welt machen. Der hat halt seine Zeit gehabt. Das ist schon richtig anstrengend. Und unsere Entscheidung war ganz bewusst. Da sind so einige Dinge, die werden halt nicht gezeigt. Wir haben jetzt einen heilen LKW und wir können fahren. Ich glaube, wir haben das Paradies dieses Mal gefunden. Einige wird es von euch freuen, andere werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, jetzt wisst ihr es, wir sind mal wieder in der Werkstatt. Mir ist aufgefallen, dass beim Schalten in den dritten, vierten Gang irgendwie zweimal das Getriebe gegrüßt hat. Das ist normalerweise nicht so und da habe ich mir dann mal den NEMA-Zylinder angeguckt von der Kupplung. Ja, der ist feucht, also da kommt was raus und ja, ich habe das Ersatzteil zum Glück dabei. Von daher keine lange Wartezeit, den tausche ich jetzt aus und dann ist auch wieder gut. Wir sind jetzt in Kalamata und diese Werkstatt wurde uns empfohlen von den Jungs aus Argos. Ich habe schon gefragt, ob wir hier dann auch selber schrauben dürfen und die haben gesagt, ja, gar kein Problem. Und wenn ich irgendwas brauche, dann soll ich nur Bescheid sagen. Von daher, ich glaube, wir sind gut aufgehoben. Bremsflüssigkeit. Und zwar von Texta DOT4. Das ist das, was ich brauche für den Kupplungszylinder. Der eine oder andere von euch hat ja schon mal gesagt, hier Nico, Hand aufs Herz. Ich habe so keinen Bock heute, so richtig gar nicht. Die Sonne brennt. Mir brennt der Pelz. Heute will ich mal gar nicht. Das ist das gute Stück. Die Dinger hier, die werden in vielen verschiedenen Fabrikaten eingebaut. Also Iveco, MAN, Magirus. Ja, im Prinzip funktioniert das genauso wie bei den Bremsen beim Auto. Bremsflüssigkeit geht rein, der Kolben geht raus und drückt dann die Kupplung. Also werde ich, denke ich mal, das genauso wie bei den Bremsen entlüften. Also ist ja eigentlich dasselbe Prinzip. Gemacht habe ich das noch nicht, aber ich glaube, das ist jetzt kein Hexenwerk. Man weiß ja vor so einer Reparatur immer nicht, was einem alles begegnet. Ne? Da kann eine Schraube fest sein, die kann einem abreißen und dann hast du richtig Hollande Not wieder. Ne? Das ist genau das, wovor ich immer so ein bisschen Schiss habe vor jeder Reparatur. So, geht euch das auch so? Schmutzige Finger. Nee, 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 so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber war ja auch schon fast wieder langweilig am Strand, ne? Da muss man wieder losgehen mit den Reparaturen. Ja, also 2 Tage Ruhe ist schon zu viel. Aber wozu Sonnencreme, ne? Kardanwellenfett, Schmiere, geht doch auch. Und unterm LKW ist sowieso mehr Schatten. Genau, hier Schatten. Guckt euch das mal an, was rauskommt. Schön schwarz. Mann, jauchig. Kann auch schon fast nur noch Wasser sein. Also ich habe ja irgendwie gelernt so ein bisschen. Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch. Den Begriff kannte ich vorher auch noch nicht. Das bedeutet eigentlich nur, dass sie Wasser zieht. Und das ist das, warum man Bremsflüssigkeit auch regelmäßig wechseln sollte. Und das ist er. Also hier ist die Manschette auch schon kaputt, wie man sieht. Und wenn der Dreck reinkommt, dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis der dann kaputt geht. Ne? Weil der ist alt, das ist noch der erste, man sieht das. Der hat halt hier noch die rote Farbe von der Feuerwehr. 40 Jahre, so lange halten die Gummis eigentlich nicht. Also das, was eigentlich da drin kaputt gegangen ist, ist ja nicht das Metall, das ist eigentlich das Gummi. Da ist halt ein Dichtring drin im Grunde genommen, wie bei Radbremszylindern auch. Und der ist halt alt. Und dann gibt er irgendwann auf. Und dann drückt er sich da die Bremsflüssigkeit dran vorbei. Und dann hält der Zylinder nicht mehr den Druck und die Kupplung wird nicht mehr komplett getrennt. Und dann kann das mal passieren, dass das Getriebe mal grüßt. Wir werden sicherlich noch einiges länger fahren können damit, aber muss ja nicht sein. Ne? Das muss mich ja nicht dann irgendwann erwischen, irgendwo, wo es richtig doof ist. 40 Jahre. Der hat halt seine Zeit gehabt. Was erwartet man da? Das ist Gummi, das altert.
Es könnte tatsächlich heute mal echt mal so ein einfaches Ding werden. Rein, raus, Reparatur, fertig. So, das war mal eine einfache Geschichte. Ich wünschte, es wäre alles immer so. Aber das war es noch nicht. Wir fahren jetzt nochmal zurück an den Strand, erholen uns nochmal 3 Tage, vielleicht 4 und dann geht's weiter. Es gibt jetzt nur noch 2 Dinge, die ich heute mache. Ab ins Wasser und danach ein Bier trinken. Und dann ist Schicht. Ich bin so richtig durchgekocht. Ah, ist das gut. Meyve suyu. Çay, Chai. su. Su. Für uns geht es bald weiter in die Türkei und wir bereiten uns jetzt schon darauf vor und lernen ein paar Vokabeln. Diese Vokabeln lernen wir mit der Sprach-App von Rosetta Stone. Mit Rosetta Stone lernen wir ganz intuitiv eine neue Sprache, als wenn man seine Muttersprache neu lernen würde. Das Tolle ist, wir können das auch offline lernen, egal in welcher Situation können wir Rosetta Stone verwenden. Das Tolle an Rosetta Stone ist, dass du nicht nur die Vokabeln lernst und wie die Sprache geschrieben wird, sondern ganz wichtig, vor allem die korrekte Aussprache lernst du damit. Wenn du Lust hast, eine neue Sprache zu lernen oder dich auf den nächsten Urlaub mit ein paar Vokabeln vorzubereiten, dann haben wir jetzt ein richtig tolles Angebot für dich. Rosetta Stone kostet normalerweise 349 €. Mit unserem Link in der Videobeschreibung sparst du 50% und das sind durchgerechnet auf einen 24-Monats-Vertrag gerade mal 7,50 €. Du kaufst Rosetta Stone einmal und kannst ein Leben lang alle Sprachen lernen. Wenn du also Lust hast, jetzt die Sprach-App von Rosetta Stone einmal auszuprobieren, schau in unsere Videobeschreibung. Es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Du gehst also auch kein Risiko ein. Ja, wir haben schon angedeutet, dass wir jetzt irgendwie noch mal in die Werkstatt müssen und naja, gut, wir sind jetzt wieder hier. Wir haben einen Taycan-Motor, das wollen wir einmal noch mal checken lassen und Stella, die hat dann Kontakt uns gegeben, da werden wir hinfahren. Sie möchte sich auch noch mal die Einspritzpumpe angucken, weil da waren wir zuletzt dran. Naja, wir werden jetzt den Kram vom Dach runterholen und dann geht's weiter. No cheating. Start. Machen wir uns das jetzt hier gemütlich? Ja, mal wieder ein bisschen Werkstattromantik.
Guten Morgen bei den Ferien auf dem Werkstatthof. Wir haben eigentlich, glaube ich, ganz gut geschlafen. Ich bringe euch mal mit nach vorne. Dann könnt ihr die Sonne auch sehen. Ja. Es war nur etwas hell, aber ansonsten. Ja, genau. Es waren so ein bisschen die Lichter der Stadt, die so irritiert haben, nachdem wir dann ja so lange an dem schönen Strand geschlafen haben, wo ja eigentlich keine künstliche Beleuchtung ist. Aber ansonsten war es ruhig, wir haben Ja. auch von der Straße kaum was mitgekriegt. Wir haben nur ab und zu mal die Füchse rufen hören, die Genau. wir gestern Abend noch gesehen haben. Ja, ist irgendwie eine Mutter mit einem Fuchskind. Wie nennt sich eigentlich ein Fuchskind? Voll süß gewesen. Ja. Sind das Welpen? Ich glaube Welpen, ne? Ja. Es war total irritiert, dass wir jetzt hier auf dem Hof irgendwie stehen. Ich glaube, normalerweise steht hier niemand, war richtig, richtig süß. Ja. So, wir sind jetzt durch. Die haben sich die Einspritzpumpe angeguckt, haben aber jetzt nichts gefunden, was auf das Tackern hinweist. Dabei haben sie aber halt nochmal ein paar kleine Justierungen vorgenommen an der Einspritzpumpe. Wir sind gerade von der Probefahrt wieder zurück und der LKW läuft richtig gut. Also nochmal viel, viel besser, hat viel mehr Power, hat viel mehr Laufruhe. Und es ist einfach total erstaunlich, was für Kleinigkeiten bei so alten Kisten einen Unterschied machen. Also das hätte ich nie gedacht. Naja, für uns geht es jetzt weiter. Und das Tackern werden wir weiter beobachten. Es ist leiser geworden auf jeden Fall, aber nicht ganz wegzukriegen, also zumindest nicht mit der Pumpe. Und wir werden jetzt nochmal überlegen, ob wir da wirklich nochmal beigehen wollen. Hi, ich habe mir eure Videos bisher nicht angeschaut, aber allein die Überschriften sind mir zu deprimierend. Erlebt ihr eigentlich auch mal was Gutes? Andauernd passieren euch nur negative Dinge. Nachdem wir in Berlin losgefahren sind, haben wir uns schon die Frage gestellt, was wollen wir denn jetzt eigentlich in Zukunft zeigen auf YouTube? Wollen wir weiterhin auch die Reparaturen zeigen oder wollen wir nur Reisecontent zeigen und nur noch eine heile Welt zeigen? Jeder, der uns länger schon verfolgt, weiß, dass Nikolas und ich sehr unternehmungslustig sind. Und wir haben genügend, wirklich genügend Content, um nur noch Reisecontent hier auf YouTube zu zeigen. Also sprich, wir müssten unsere Reparaturen nicht zeigen, sondern wir könnten hier wirklich einen auf heile Welt machen. Alles ist schön und ihr würdet von unseren Problemen gar nichts mehr mitbekommen. Es geht so ein bisschen manchmal in der YouTube-Welt so unter, dass der YouTuber ganz allein entscheidet. Will er eine Heldengeschichte erzählen über sich, über sein Fahrzeug? Will er sein Fahrzeug so darstellen, dass es das tollste und zuverlässigste Fahrzeug ist? Dann wird er das auch so in seinen Videos darstellen. Also die Entscheidung liegt nicht an dem, was passiert tatsächlich, sondern an dem, was er halt zeigt. Und unsere Entscheidung war ganz bewusst, dass wir weiterhin die Realität zeigen und nicht einen auf heile Welt machen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also mich frustriert es ehrlich gesagt mehr, wenn ich Kanäle sehe, wo alles glatt läuft, als jetzt ein Kanal, der auch mal Probleme zeigt. Zudem haben wir halt auch den Vorteil, dass wir an keinen Vertrag gebunden sind. Also wir haben keinen Vertrag mit einem Fahrzeughersteller, mit einem Kabinenhersteller. Wir können euch halt ganz transparent zeigen, was auf einer Reise mit so einem Oldtimer-LKW passiert. Und wer nur Heldengeschichten sich angucken möchte, um ein bisschen abzuschalten zu Hause, dann wird das hier wohl nicht so der richtige Ort für ihn sein. Heute ist irgendwie mal so ein Tag, da habe ich irgendwie so gar keine Lust, irgendwie vor der Kamera zu gehen und was reinzusprechen. Und das wollte ich irgendwie jetzt auch so zum Anlass nehmen. Und ja, so geht uns das halt mit den Reparaturen auch. Also wenn wir halt so Reparaturvideos machen, das ist schon richtig anstrengend. Wir müssen halt neben der Problemlösung eben auch noch die Aufnahmen machen. Und das ist halt nicht ohne. Ne? Ich habe dann ja eh schon den Kopf voll damit, wie löse ich jetzt das nächste Problem. Gerade wenn es dann halt auch so richtig eng wird, ich wieder nicht weiß, okay, wo kriege ich das Ersatzteil her, sehr viel recherchieren muss, im Internet gucken muss.
auch in der Werkstatt selber. Es ist halt so, dass es natürlich was anderes ist, im Ausland zu reparieren und sich dann halt auch zu verständigen. Und das macht es halt sehr, sehr anstrengend zusätzlich. Ne? Auch wenn wir auf andere Leute treffen, es gibt ja doch schon den einen oder anderen, der uns besucht hat, der uns getroffen hat, dann ist das halt auch immer irgendwie, ja, wenn wir auf euch treffen, natürlich ein schönes Erlebnis. Wir werden halt immer als diejenigen erkannt, die mit dem kaputten LKW unterwegs sind. Also meistens kommt dann der Spruch so, ihr seid die mit dem Bremsen. Und das ist natürlich auch irgendwie in dem Moment so, ja, ist doof irgendwie. Ne? Also das ist jetzt kein Vorwurf, sondern so erinnert man uns dann halt. Darum geht es ja halt. Das macht es halt auch nicht einfacher. Und trotzdem tun wir es. Also trotzdem machen wir diese Aufnahmen für euch. Und da gibt es halt auch einen guten Grund dafür. Wir wollen halt zeigen, was uns passiert, wenn man mit so einem Fahrzeug auf eine Langzeitreise geht. Da sind immer mal Reparaturen. Vielleicht nicht so häufig wie bei uns, aber es passiert halt. Also man kann ja halt nicht erwarten, dass man jetzt für längere Zeit unterwegs ist, dass nie was passiert, dass nie was kaputt geht. Zu Hause ist man ja irgendwie schon gewohnt, also bei den neueren Fahrzeugen, dass wenn man die so 3 Jahre hat und damit fährt, dass dann spätestens irgendwas kommt. Und ja, wieso soll das nicht auch mit Reisefahrzeugen sein, mit denen man unterwegs ist? Wir haben uns explizit dazu entschieden, dass wir zeigen wollen, was passiert, um auch was zurückzugeben. Ich durfte in der Zeit, wo ich jetzt reparieren gelernt habe, muss man ja sagen, also diesen LKW, den wir jetzt haben, ja, ich habe sehr viel lernen dürfen und mir wurde sehr viel beigebracht von anderen Leuten und das möchte ich irgendwie dann auch zurückgeben, an euch dann halt weitergeben. Das ist halt zum Beispiel einer der Gründe. Und eben das Zeigen, was halt so passieren kann auf so einer Reise. Auch der Punkt, dass wir in dieser Internetblase unterwegs ist, wo es halt um das Reisen auch vielleicht mit 4x4 Fahrzeugen geht. Eigentlich finde ich das doof zu sagen, wir sind Opfer dieser Blase geworden, weil das stimmt ja nicht. Wir haben ja die Entscheidung getroffen. Wir haben sehr bewusst getroffen, das zu tun. Deswegen ist Opfer nicht das richtige Wort. Aber wir waren halt genauso wie ihr in dieser Blase unterwegs, sind es ja immer noch. Da sind so einige Dinge, die werden halt nicht gezeigt. Und wenn man halt auf anderen Kanälen vielleicht mal so geguckt hat oder auch in dem einen oder anderen Forum gelesen hat und es werden bestimmte Aspekte tauchen da einfach nicht auf und da haben wir uns halt auch ködern lassen, weil es so aussah, ja, es ist halt alles irgendwie schön und leicht und läuft halt alles irgendwie ohne Probleme und ja, wir wollten halt einfach zeigen, wie ist es denn eigentlich mit so einem Fahrzeug, das dann halt Probleme hat, im Ausland unterwegs zu sein oder so wie wir jetzt da drin lebt und wir ja eigentlich eine Vollsanierung durchführen, nur eben halt nicht an einem Haus, sondern eben halt an einem Fahrzeug, während wir halt da drin leben. Ja, es geht darum, was für Reparaturen sind es dann, die wir da zu erledigen haben und wie ist es im Ausland dann Ersatzteile zu beschaffen. Es vergeht ja viel Zeit, während wir dort in den Werkstätten sind zum Teil. Also da geht es halt dann auch um Geduld. Und natürlich geht es auch darum, was macht das Ganze mit einem. Also wir wollen natürlich dann halt schon auch zeigen, wie wirkt sich das auf uns aus, wie wirkt sich das auf unser Leben aus, wie fühlt sich das Ganze an. Und deswegen ist es halt nicht immer heile Welt und alles schön, sondern halt auch mal richtig, richtig doof. Und das wollen wir dann halt auch zeigen. Und das ist, finde ich, mit einer der wichtigen Aspekte, um auch authentisch zu sein und also euch letztendlich zu zeigen, worauf lässt man sich da eventuell ein, wenn man sowas vorhat. Aber natürlich zeigen wir halt auch die schönen Dinge. Ich denke, das habt ihr auch schon mitbekommen. Das ist ja immer irgendwie, ja, auf Regen folgt halt Sonnenschein. Und das ist, denke ich, vielleicht einfach die Philosophie, die wir auch rüberbringen wollen. Heute ist ein neuer Tag, gestern war es einfach zu ungemütlich, deshalb beenden wir jetzt das Video. Ja, wir haben im letzten Video festgestellt, dass mit den Abos richtig was passiert ist. Vielleicht liegt es daran, dass wir darüber aufgeklärt haben, dass so ein Abo bei YouTube ja eigentlich nichts mit einem wirklichen Abo zu tun hat, wie man das so von den Zeitschriften kennt. Also man bezahlt da nichts und man geht da auch irgendwie keinen 24-Monatsvertrag ein oder sowas, aus dem man nicht mehr rauskommt, sondern es ist einfach nur ein Button, da klickt man drauf und dann hat man im Prinzip einen Favorit gesetzt. Und wenn man den dann nicht mehr haben will, dann klickt man halt wieder auf diesen Button und dann ist es auch wieder deaktiviert. Also ein Abo tut nicht weh und es hilft uns auch total und vor allem halt auch den anderen, die uns noch nicht gefunden haben. Also wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, bitte abonniert einfach unseren Kanal.
Ja, das wäre schön. Und im letzten Video gab es auch regen Austausch auf unserem Kanal jetzt über das Thema, was wir da hatten. Da ging es auch um Kritik und wir haben ja jetzt in diesem Video auch wieder im Grunde genommen ein Thema, wo wir denken, dass da viele von euch auch ihre Meinung dazu haben und wir würden uns echt freuen, wenn da genauso rege einmal darüber diskutieren würdet, uns einfach anschreibt oder auch untereinander vielleicht darüber. Ja, es macht auch Spaß und wir freuen uns jedes Mal darauf, wenn wir dann eure Kommentare bekommen und hoffen natürlich, dass ihr auch diesmal dieses Thema wieder interessant findet und fleißig Kommentare schreibt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns wie immer einen Daumen nach oben. Wie gesagt, vergesst nicht das Abo und wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Genau, wir wünschen euch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.